Du möchtest einen Grill anzünden, dann brauchst du diesen Akkuschrauber. Du möchtest ein Steak würzen, dann brauchst du diesen Akkuschrauber. Du gehst runter in den Weinkeller, möchtest einen Wein öffnen, du brauchst diesen Akkuschrauber. Oder du möchtest dein Haar föhnen, dann brauchst du auch diesen Akkuschrauber. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute schauen wir uns mal das IXO-Universum an, würde ich sogar sagen. Denn wir haben so viele verschiedene Aufsätze. Ich denke, das solltest du kennen, weil da sind viele Sachen dabei, wo man sagt, na, ist ein bisschen Spielerei, aber irgendwie macht es schon Spaß. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Das hier ist ein IXO. Gut, das ist auch ein IXO, aber das hier ist ein IXO 7. Und es gab ja Version 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und alle haben eine Sache gemeinsam, nämlich sie haben den fest verbauten Akku. Das heißt, wahre alle und du musst es weiterarbeiten, hattest du keine Chance, sondern du musst hier das Ladegerät heranhalten, auch noch kein USB-C. Musst es warten und dann ging es irgendwann weiter. Jetzt haben wir aber den IXO 8 und hier haben wir die große Neuerung, nämlich ein, ja, man kann schon sagen, neues Akkusystem, denn wir haben jetzt hier einen austauschbaren Akku, ja, beim IXO 8. Wichtig ist das Thema Kompatibilität zum ganzen Zubehören, kommen wir gleich dazu. Aber wir haben allgemein jetzt bei Bosch ein neues, ja, ganz neues System, wie wir jetzt hier mit dem Akku umgehen. Aber eins am anderen. Wir haben jetzt hier unten erst einmal USB-C, finde ich schon mal super. Und dann können wir jetzt hier das zusammendrücken und jetzt öffnen und hier ist er, unser Akku. Wir haben hier also einen kleinen, schönen, kompakten Akku und den können wir, wie gesagt, austauschen. Ergo, hast du zwei, kannst du sagen, okay, ich habe einen geladenen da und habe einen im Gerät, arbeite und kannst du nochmal wechseln. Aber eine Sache ist wichtig, das Laden erfolgt weiterhin im Gerät drin. Wenn du jetzt aber sagst, na ja, ich bin im System denn schon drin, hast du vielleicht auch noch mehr Geräte. Denn jetzt geht es ja darum, dass wir diesen Akku wirklich auch kompatibel in den verschiedenen Geräten noch nutzen können. Wir haben hier zum Beispiel hier diese Luftpumpe, ja, womit du meinetwegen so einen Ball oder auch dein Fahrrad und so weiter und so fort aufpumpen kannst. Da haben wir hier die Möglichkeit, den Akku hier einzusetzen, können den hier in dem Gerät dann auch laden, ja, so als Beispiel. Als nächstes haben wir dann zum Beispiel hier so eine Bürste. Ja, auch da können wir das Ganze hier rausnehmen. Ich vergesse jetzt mal, wie es geht. So. Und da drin können wir dann den Akku auch einsetzen. Du siehst also, wir haben jetzt hier ein neues System und haben jetzt hier eine andere Plattform in dem Sinne. Und dementsprechend haben wir jetzt hier den IXO 8, der hat sich nicht wesentlich geändert. Er hat einen Tick mehr Kraft. Wir haben das auch mal ausprobiert, blenden wir die hier auch mal ein, haben einen Schraubtest gemacht. Alles schön. Was man beim IXO allgemein immer sagen muss, in dieser kleinen Bauform, in dieser Größe, ist das eine der stärksten Geräte auf dem Markt. Der ist wirklich sehr, sehr stark für das kleine Gerät, was wir hier haben. Ja? So, was wir übrigens noch haben, ist das hier, den habe ich noch gar nicht erwähnt. Heute soll es ja um den IXO gehen, aber den hier möchte ich noch mal erwähnen, weil im letzten Video fehlte der. Wir haben hier den PSR Select. Auch er hat hier die Möglichkeit, ja, den neuen Akku einzusetzen. So und so. Und wir haben hier quasi so ein IXO auf Steroiden, so ein bisschen. Ja. Wichtig ist, wir sind hier vorne nicht kompatibel mit diesen ganzen Wechselaufsätzen, denn das braucht der gar nicht. Wir haben hier die Möglichkeit, das Gerät ist so hier erstmal nicht funktional, aber wir haben hier ein Magazin. Und wenn wir jetzt aber nach vorne drücken, zack, dann siehst du hier, oh, da kommt ein Bit raus. Ja, und dann kann ich den entsprechend Rechtslauf, Linkslauf benutzen. Ich kann jetzt hier nicht weiter drehen, ich kann jetzt einfach nach hinten das ziehen, das ist witzig, mit der Bit wirklich eingezogen und hier habe ich ein Magazin, kann hier reinschauen, jetzt möchte ich zum Beispiel haben, nee, ich möchte Schlitz haben, so, zack, und jetzt habe ich hier einen Aufsatz mit Schlitz. Das Ganze kann ich natürlich auch hier mir weiterdrehen, habe ich jetzt hier Torx oder Schlitz, Kreuz, Sechskant, alles mögliche. Ja, und kann dann damit arbeiten. Das ist sehr, sehr schnell, sehr intuitiv und mal echt eine coole Sache, wenn du in diesem Akkusystem bist. Aber jetzt wollen wir mal weg von den ganz anderen Geräten. Aber wir wollen jetzt endlich zu den Aufsätzen kommen und zum Thema Steak, Grill und Föhn und so weiter und so fort. Das schauen wir uns jetzt mal an. Aber erst einmal nehmen wir jetzt hier mal unseren IXO 8 in die Hand und sehen Folgendes. Wir haben hier vorne die Möglichkeit, die Kappe abzunehmen. Aber erstmal vielleicht ein bisschen vorweg. Wir haben ja hier eine Innen-Sechskant-Aufnahme und damit können wir jetzt natürlich dann Schrauben, ein Bit einsetzen und so weiter und so fort. Jetzt können wir aber das hier abnehmen und dann haben wir hier so eine etwas andere Aufnahme, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt können wir hier verschiedene Aufnahmen drauf tun und draufklicken und damit die lustigsten Sachen machen. Wir fangen mal einfach mal
bei irgendwas Ungewöhnlichem an und das ist das hier. Ja, bevor wir zu den normalen Sachen vielleicht sogar kommen. Das hier ist ein kleiner, ich dachte am Anfang, das ist ein Büchsenöffner, ist es aber nicht. Damit kannst du Pappe schneiden oder auch Papier schneiden. Wie geht das übrigens ran? Ganz einfach, du nimmst das und machst so, klick, das war's. Abmachen ist hier drehen und wieder ab. Ja, also das kannst du auch zum Beispiel auch so festmachen, wenn das für dich jetzt irgendwie Sinn macht. Für mich ist es natürlich sinnvoll, das jetzt so hier dran zu tun. So, ran. Und jetzt können wir Folgendes machen. Ich habe jetzt hier meinetwegen irgendein Stück Pappe und möchte das jetzt hier gerade abschneiden. Dann nehme ich das. Oh, zack, zack, zack. Wenn ich es hier ordentlich festhalte, geht es auch schneller. Du kannst natürlich auch eine Rundung schneiden. Ja, mit ein bisschen Geschick sieht das gar nicht so schlecht aus. Du kannst natürlich noch viel mehr damit schneiden und nicht nur einfach Pappe. Du kannst auch Papier damit schneiden oder jetzt hier zum Beispiel eine sehr massive Pappe. Ich zeige dir das mal. Ja, auch das geht. Also wenn du solche Sachen mal schneiden möchtest oder du hast zum Beispiel einen etwas dünneren Teppich, auch den kannst du damit konfektionieren. Oder ich habe hier mal so eine Art, weiß gar nicht, so eine Art Schaumstoff, das geht wahrscheinlich auch. Huch, nicht nur wahrscheinlich, das geht richtig gut. Krass, ja. Also du siehst, damit kannst du jede Menge Sachen schneiden und das ist schon eine witzige Angelegenheit. Lass uns mal ganz kurz gucken, wenn ich mir das hier anschaue, mit welchem ist denn das kompatibel? Und zwar mit dem IXO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Steht immer hier hinten drauf, ja, gar kein Problem. So, jetzt gucken wir weiter. Und zwar, bevor wir dahin kommen, machen wir mal kurz den Standard. Erst einmal, wir haben die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel nach oben zu schrauben. Ja, auch so einen Aufsatz gibt es. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier mit einem Exzenter zu arbeiten. So, Moment, zack, drauf, sodass wir hier ganz nah an der Kante arbeiten können. Prädestiniert für das Thema Schränke aufbauen. Gerade so Schubladenschienen oder ähnliches, das ist ja manchmal so an einer sehr komischen Stelle. Genau dafür ist sowas. Achtung, hier Bithalter schon mit drin, aber beziehungsweise Bit wird nur reingesteckt, wird nicht richtig stark gehalten. Wenn du sagst, du willst einen richtig guten Bithalter haben, haben wir auch eine etwas bessere Version dafür. Und zwar hier haben wir einen eingebauten Bithalter. Das heißt, Bit einsetzen und er wird auch richtig festgehalten und der Bit kann nicht mehr raus. Ja? Richtig genial, gibt es auch. Dann haben wir hier Folgendes, und zwar, ich sage mal, so eine Art Drehmomentvorsatz. Wenn wir jetzt hier ohne arbeiten, hier haben wir immer ein festes Drehmoment. Das heißt, wir haben immer das maximale Drehmoment und können jetzt hier reinschrauben, schrauben, schrauben, schrauben. Und dann müssen wir bedenken, dass wir hier nicht dosieren können. Ja, es geht nur hier an oder aus. Mit dem hier haben wir es wie beim normalen Akkuschrauber, dass wir sagen können, naja, ich nehme jetzt mal das kleinste Drehmoment. Ja, nein, das ist keine Pfeffermühle, da kommen wir gleich noch dazu. Oder ich gehe bis zum größten Drehmoment. Lasst uns das mal ausprobieren. Kommen wir zu unserer Pfeffermühle. Hier ist wichtig, das Ganze setzen wir hier oben auf und es rastet nicht ein. Aber wir können jetzt einfach Pfeffermühle nehmen, ja, und haben jetzt zum Beispiel ein größeres Essen, was wir würzen wollen oder halt einfach, weil es Spaß macht. Jetzt hier, wir können natürlich auch Salz reinmachen, das ist auch kein Problem. Einfach hier oben aufsetzen und dann gar kein Problem. Also, ist ja auch gut, Pfeffer hier. Kommen wir mal als nächstes zu unserem, sagen wir mal, Grillbeschleuniger. Da haben wir hier diesen Aufsatz und das finde ich schon wild. Wir haben ja immer noch ein IXO hier, ja? Und da können wir Folgendes machen, wir setzen ihn hier einfach auf und dann haben wir hier drauf und jetzt können wir das hier drücken und dann kommt hier voll wirklich ein bisschen Wind raus. Wir haben das Ganze auch mal unserem Model demonstriert. Hier sehen wir, dass wirklich die Haare auch leicht geföhnt werden könnten quasi damit. Ja? Also da kommt wirklich auch ein bisschen Wind raus. Wenn du jetzt einen Grill hast, ein bisschen Grillkohle, möchtest das anfeuern, dann kannst du es unten reinhalten. Ja? Nicht so stark wie so ein richtiger Heißluftföhn, also von der Menge an Luft, aber das sollte schon funktionieren, um damit den Grill anzubekommen. Wenn du jetzt wiederum sagst, na ja, ich will mehr, dann könntest du jetzt auch cheaten, indem du Folgendes machst. Und zwar nehmen wir jetzt mal einen ganz normalen Akkuschrauber, weil das Ganze ist ja begrenzt hier durch die Umdrehung des IXO. Der hier dreht aber viel schneller. Damit können wir jetzt Folgendes machen. So, den hier einfach einsetzen. Der rastet natürlich nicht ein, aber es ist ja auch nur eine Sechskantaufnahme.
Und jetzt stellen wir das Ganze mal auf Stufe 2 und jetzt haben wir hier schon satte 1630 Umdrehungen und jetzt haben wir eine etwas höhere Geschwindigkeit. Hoi, 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 hoi. Also damit kriegst du jetzt schon richtig Wind raus, aber so ist es eigentlich nicht gedacht. Ja? Nicht, dass du irgendwann nachher das kaputt machst und heiß machst, das muss nicht sein. Okay, kommen wir zu einer Sache, die wir auch noch haben, die nicht so richtig ein Aufsatz ist, aber die du machen könntest. Und das wäre folgendes, du kannst selbst mit dem XO8 kannst natürlich auch Metall bohren. Ja? Das heißt, du kannst hier entsprechende schöne Bohrer hier kaufen mit der Sechskantaufnahme und hier ein kleiner Bohrer. Du nimmst jetzt das Ganze hier auch einfach ein. Und dann nehmen wir hier einfach mal, machen wir es mal so, etwas dickeres Metall lege ich mal drunter, etwas dünneres Metall, also das hier ist Metall, ja, hat hier nur eine Schutzfolie drauf. Setzen wir mal hier drauf und schauen wir mal. Ja, es kommt, es kommt. Langsam nähert sich das Eichhörnchen oder Bohrer. Und wir sind durch. Ja? Ja, ich weiß nicht, aber es würde zumindest schon, es würde schon irgendwie gehen. Ja. Wenn man nichts anderes hat, dann geht das auch damit. So, das wäre noch eine Option. Was wir aber auch machen können, wenn der Arbeitstag arbeitsreich war und wir das Ganze langsam ausklingen lassen, dann können wir uns ja mal ein bisschen Wein vornehmen. Und jetzt müssen wir das ja irgendwie jetzt hier auch den Korken rauskriegen. Jetzt haben wir ja auch keine Zeit. Deswegen machen wir das jetzt so. Wir haben hier einen Weinöffner dabei. Ja, auch den gibt es hier mit XO-Aufsatz. Auch das hier klickt hier nur rein. Ganz wichtig, es rastet nicht ein, muss auch nicht. Und jetzt können wir das hier einfach aufsetzen und schauen wir mal, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Moment, das können wir runterfallen lassen und auf geht's. Ha! Der Feierabend ist gesichert. Endlich Feierabend. Wie könnte er besser sein als in meinem XO?